Moin und herzlich willkommen zu meinem Homeworkout mit Equipment. Ihr hört es schon, ihr seid in meinem Trainingsraum, es halt ein bisschen. Hier liegen ein paar Geräte, Gewichte oder auch Fahrräder, die werde ich euch gleich nochmal in Ruhe zeigen. Ja, heute ein ganz anderer Vlog von mir, denn die Homeworkouts bringen super viel Kraft. Wir wollen aber auch ein bisschen mit Gewicht trainieren, gerade im Lockdown. Sehr wichtig, ne? Die Gyms sind zu, von daher die gute Alternative. Wie sieht so ein Homeworkout bei mir aus? Was für Übungen mache ich? Wie effektiv ist das? Was für eine Routine? Das alles möchte ich euch zeigen, damit wir alle unsere beste Version aus unserem eigenen Body rausholen. Ne? Jeder sollte zufrieden mit seinem Body sein und das möchte ich auch, deswegen trainiere ich natürlich auch. Und wie das Ganze aussieht, das zeige ich euch jetzt. Ich starte natürlich mit einem Aufwärmprogramm, eher schon Richtung Cardio-Programm. So, Licht heil gemacht. Und das mache ich hier auf meinem Cycling Bike. Genau, so sieht das aus. Ich werde euch auch mal kurz vorher den kompletten Raum zeigen. Der ist nämlich nicht wirklich groß. Wie gesagt, hier mein Cycling Bike. Dann liegen hier schon meine Hanteln, Gewichte, Langstange, Langhantelstange, dann eine SZ. Da ist noch eine Bank, eine Hantelbank, die ich ausklappen kann und für mich noch ganz wichtig, meine Klimmzugstange. Das war's dann schon. Dann ist da noch ein bisschen mehr Equipment, mein EMS-Gerät, das mache ich heute aber nicht. Ja, und da setze ich mich jetzt drauf. Auf geht's. So, ich unterbreche mal kurz mein Aufwärmen. Für mich gibt es als Booster einen leckeren Espresso. Das langt schon, wie gesagt, ich bin sehr koffeinempfindlich und das gibt dann schon mal die richtige Motivation fürs Homeworkout. Ich bin hier auf dem Cycling Bike, habe jetzt gerade 2 Minuten gefahren, werde das gleich nochmal steigern, werde so ungefähr 10 Minuten auf bis 100 Kalorien, bis 150 Kalorien, je nachdem, ob ich ein bisschen was verlieren möchte, dann natürlich 150 Kalorien. Wenn ich es aber gerade so halten möchte oder vielleicht auch nicht so gut gegessen habe, dann mache ich 100 Kalorien und dafür brauche ich so ungefähr 100 Kalorien verbrennen. Dann fahre ich so um die 10 Minuten auf Vollpower. Genau. Espresso gibt es davor und dann starte ich heute mit meinem Chest Workout. Heute ist das Brusttraining dran, was man auch super mit wenig Equipment zu Hause machen kann. Aber wie das Ganze aussieht, werde ich euch auf jeden Fall zeigen. Und jetzt geht es erstmal los. So, in den letzten Zügen, ihr seht, die Schweißperlen sind schon auf meiner Stirn. Bin hier schon am Schwitzen. Könnt ihr mal gucken. Ich habe jetzt 116 Kalorien weg. Werde noch bis 120 durchfahren. Und dann geht's los mit dem Brusttraining. Ja. Womit starten wir? Mit Positivbankdrücken, Einzelhantel. Dazu gleich aber mehr. Warum mache ich das vor dem Training? Das ist eine sehr oft gestellte Frage. Ja, wenn ich den Körper darauf einstelle, mehr Kalorien zu verbrennen, indem ich ihn auf Puls bringe, dann habe ich gleich im restlichen Training auch noch einen ordentlichen ich verbrenne ordentlich mehr Kalorien während des Trainings. Das ist genau das, was ich möchte. Hohen Kalorienbedarf am Tag zu haben, aber auch viel Kalorien zu verbrennen. Genau. Also, ab auf die Hantelbank. Puh. Ja, schon ordentlich Pump in den Beinen. Man sieht es, die Adern kommen raus. Aber wie gesagt, heute Brusttraining. Normalerweise, in den Studios habe ich natürlich noch wesentlich mehr Gewicht. Es ist quasi so eine Krux. Durch die Homeworkouts, die ich während des Lockdowns mache, baue ich ungemein Kraft auf. Checkt die gerne mal aus. Die sind echt richtig super. Gerade auch Fat Burn at Home Extreme, wenn ihr das jetzt vor dem Christmasfest, vor Weihnachten nochmal ordentlich was verbrennen wollt, macht das gern, ihr kommt richtig ins Schwitzen. Ja, ich würde hier gerne noch mehr Gewichte nehmen. Ich habe jetzt auch meine Einzelhanteln, die zeige ich euch mal. Geh runter. Das müssten so um die, was haben wir da? 15, ich packe einfach immer drauf.
30, 32, ich weiß gar nicht, was das wiegt. Lass es 38 Kilo sein. Genau, für zu Hause auf jeden Fall genug, für Studio nicht unbedingt. Auf geht's. Mal 8 Wiederholungen und ich mache 4 Sätze. 8 bis 10 Wiederholungen. So, der zweite Satz direkt hinterher, denn wir wollen nicht so lange Pause machen. Wir wollen den Puls schön oben halten. So Freunde, zweite Übung steht an, etwas für die innere Brustmuskulatur und wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. So, immer wie gesagt 4 Sätze, 8 bis 10 Wiederholungen. Gerade bei dieser Übung müsst ihr aufpassen beim Raufheben, dass ihr euch nicht an der Schulter verletzt. Und beim Ablegen, ja, ich packe so lange auf mein Bein, dann ist der Winkel nach oben nicht so hoch. Auf geht's in den nächsten Satz. So, kommen wir schon zur dritten Übung, und zwar Butterfly auf der Handelbank und als Supersatz noch enges Bankdrücken, und das sieht so aus. Hier mache ich 12 Wiederholungen. Jetzt der Supersatz. Zusammen. Ja, was trinke ich eigentlich während des Trainings? Ich trinke immer EAAs, also essentielle Aminosäuren. Die versorgen den Körper über die Muskeln alles, was sie brauchen, helfen bei der Regeneration, Muskelerhalt und schmecken auch noch ganz gut. In dem Sinne, Prost. Auf geht's in den nächsten Satz. So, das ist noch mein dritter Satz. Vierter und dann geht's zur nächsten Übung. So, kommen wir zur vierten Übung. Das ist auch eine Doppelübung mit meinem Resistant Band. Könnt ihr auch gern mein Homeworkout nur mit dem Resistant Band abchecken. Ich blende euch das oben nochmal ein. Ist richtig effektiv, setzt neue Reize. Und das möchte ich jetzt auch in meinem Brusttraining. Und zwar fange ich an mit Liegestütze und danach Frontheben. Alles mit dem Resistant Band. Auf geht's. 4 Sätze und ja, hoffentlich 10 Wiederholungen in den Übungen. Schwupp. Direkt hinterher drauflegen. So, kommen wir zur 5. und letzten Übung, Dips.
Die mache ich auf meiner Hantelbank. Lege meine Füße ein bisschen hoch, so dass ich ja, noch weiter ins Negative gehen kann. Und im zweiten Satz kommt dann noch eine Scheibe auf die Beine. Ja, davon könnt ihr gerne ein paar mehr machen. So, das war mein Brustworkout, Chestworkout at home mit Equipment. Ja, ich bin fertig für heute. Ich hoffe, es hat euch eine Inspiration gegeben. Checkt gerne die Home-Workouts aus. Die geben euch richtig Power, auch im Lockdown. Ja, in dem Sinne,